Für alle Gamer, Netflix-Dauergucker und Spielfilmbegeisterten gibt es jetzt was brandneues, was euer Schau- und Guckerlebnis noch interessanter macht. Die Rede ist vom LED-Backlight für euren Monitor bzw. Fernseher. Alles wirkt schöner, größer und besser. Es ist schon ein gewaltiger Titel von meinem Video, aber er ist auch gerechtfertigt, denn neuer und besser werdet ihr im Moment nichts bei der Konkurrenz finden, was zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis aktuell zu bekommen ist. Warum? Das erfahrt ihr jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Die Fantasy 3 unterstützt auch HDR10 und Dolby Vision. Die Synthbox analysiert die Farbe des Fernsehers, um die Farbe und Helligkeit des mitgelieferten RGB-Leuchtstreifens entsprechend anzupassen. Über Samsung SmartThings, Google Assistant oder Amazon Alexa ist auch die Sprachsteuerung möglich. Lütmi verspricht durch einen geregelten Algorithmus sowohl eine schnellere als auch eine präzisere Abstimmung der Farbgestaltung. Alle Sets für den Fernseher bekommst du natürlich in einer Bildschirmdiagonale von 55 bis 90 Zoll. Das ist die Box des LED-Backlights, aber du kannst natürlich alles noch richtig übertreiben, indem du noch eine Menge Zubehör anschließt, aber das schauen wir uns später in diesem Video nochmal an. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was hier in der Verpackung drin ist. Die Box ist bunt, schön und kompakt, vorn das Produkt, seitlich dann die verschiedenen Größen und hinten, da gibt es noch etwas Text sowie die QR-Codes für die Lütmi-App, mit der man das Ganze natürlich dann aktuell auch steuern kann. In der Verpackung finden wir das LED-Lightstrip mit Selbstkleber auf der Rückseite, dann die Steuerungsbox, das Netzkabel, ein HDMI-Kabel und ein paar Clips, um den LED-Strip sicher am TV-Gerät zu befestigen. Jetzt bist du schon fast startklar. Dein TV-Gerät musst du natürlich vorher auf der Rückseite reinigen und dann ganz einfach die Folie von der Rückseite nach und nach entfernen, um den LED-Strip sauber und gerade aufzukleben. An den Ecken habe ich dann das Kabel etwas eingerollt und mit Isolierband festgeklebt, damit es nicht herumwackeln kann. Die Box, die könnt ihr entweder irgendwo am Schrank verstecken oder hinter das TV-Gerät kleben. Das HDMI-Kabel dann in den ersten Anschluss stecken und mit eurem TV-Gerät verbinden und dann ins Netz einstecken und anschließend die Lütmi-App mit dem QR-Code aus der Bedienungsanleitung oder vom Karton direkt aufs Handy oder iPad laden. Registrieren und dann mit dem WLAN verbinden und schon habt ihr alle Möglichkeiten, verschiedene Modis für eure Lichtsteuerung zu wählen. Schauen wir uns jetzt aber mal die App und die Bedienung an. Schauen wir uns die App mal etwas genauer an. Im oberen Bereich siehst du die verschiedenen Eingänge, die du hier nehmen kannst. Insgesamt hast du 4. Meiner ist momentan HDMI 4, deswegen ist er bunt belegt. In der Mitte kannst du die LED-Strips ein- und ausschalten. Das geht ganz einfach an und wieder aus. Und an der Seite hast du dann noch verschiedene Einstellungen. Da kommst du dann nochmal zum Setup-Guide und zu anderen Funktionen, die du hier dann direkt verwenden kannst. HDMI-Einstellungen und gleichzeitig natürlich noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel kannst du das nochmal synchronisieren und es gibt dann noch die Möglichkeit, hier alles wieder zu beenden. In der Mitte gibt es den Regler, den du dann für die Helligkeit nehmen kannst. Du kannst deine LEDs ganz easy und einfach hell und dunkel machen, je nachdem, was für eine Stimmung quasi am Abend ist. Und du hast natürlich noch die Möglichkeiten, verschiedene Videomodis einzustellen. Zum einen gehst du hier ins Video rein, dann gibt es hier die Möglichkeit, nochmal in den Gaming-Mode zu gehen. Da ist dann alles noch ein bisschen schneller und ansprechender und halt dann nochmal die Rekreation. Aber Möglichkeiten gibt es viele, zum Beispiel auch hier Musik, klassische Musik, dann auf Pop oder Rock stellt er sich ebenfalls nochmal ein, wenn du jetzt hier Musiken anhörst. Und dann gibt es hier hinten noch ein Menü, da kannst du dann unabhängig von dem Bild, was dir sozusagen hier gegeben wird, verschiedene Möglichkeiten einstellen. Zum Beispiel hier ist mal Fire oder du bist einfach bei Real, das ist dann relativ hell. Feuerwerk gibt es auch eine Möglichkeit, dann werden die LEDs so ein bisschen einzeln angesteuert. Oder halt andere Möglichkeiten, Drop oder. Also du hast hier verschiedene Möglichkeiten, ein bisschen rumzuspielen mit deiner Hintergrundbeleuchtung. Alles eine wunderschöne Sache, auch relativ einfach und verständlich. Dann gehst du einfach wieder in deinen normalen Videomodus rein oder wenn du mal zocken willst, halt in den Gaming-Modus. Die App ist relativ einfach und übersichtlich, leicht zu verstehen und wenn sie mit dem Wi-Fi verbunden ist, dann macht sie auch keine Probleme. Ideal und top
einfach und verständlich. Preislich bekommt ihr dieses Gadget momentan zum Preis von 230 bis 250 Euro. Aber mit meinem Link hier direkt in der Videobeschreibung gibt es natürlich nochmal 6% Rabatt bis zum 30.06.2023. Gleichzeitig habe ich euch nochmal einen Amazon-Link hier direkt auch nochmal in meine Videobeschreibung mit reingehauen, dass ihr sozusagen, wer gerne in Deutschland kauft, natürlich kann er dann auch bei Amazon das Ganze hier käuflich erwerben. So, wer denkt, das war schon alles? Nee, es ist noch nicht alles, denn man kann das Ganze natürlich noch richtig schön erweitern. Und da gibt es natürlich hier bei diesem Produkt dann das Alleinstellungsmerkmal, weil so viele LED-Backlights, die du sozusagen im ganzen Raum verteilen kannst mit Zubehör, die gibt es momentan noch nicht im Angebot. Ich habe mir hier sozusagen nochmal diese Smart Lights dazu bestellt. Und mit diesen Smart Lights kannst du natürlich dann dein Gaming- oder Videoerlebnis bzw. Musikerlebnis nochmal richtig in deinem Zimmer tunen. Du hast natürlich auch noch die Möglichkeit, mit weiteren Licht-LED-Schläuchen dein Zimmer zu tapezieren und das dann wiederum synchron über diese App zu betreiben. Aber ich fand persönlich erstmal diese wunderbaren Smart-LEDs hier so ein bisschen besser, denn die kann man echt universell einsetzen. Du hast insgesamt hier 2 LEDs, die du dann erstmal direkt aus dem Karton auspacken kannst. Da ist aber natürlich noch ein bisschen mehr drin. Zum Beispiel haben wir ein Netzkabel, mit dem du diese beiden LEDs dann verbindest. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch die Bedienungsanleitung. Und für alle, die jetzt sagen, nein, ich brauche noch mal eine extra App. Nein, du kannst das alles mit der Lytmi-App direkt verbinden. Bedienungsanleitung ist hier natürlich auch bei. Und was schön ist, die stehen nicht nur, die kannst du natürlich auch noch mit Wandhalterung direkt am Schrank bzw. irgendwo an der Wand befestigen, wenn du möchtest. Das sind so selbstklebende Geschichten. Hier hast du dann von 3M noch das Klebeband mit hinten dran und damit kannst du die quer oder hochkant, je nachdem wie du möchtest, auch überall im Raum verteilen. Ich habe euch das Ganze jetzt mal aufgebaut, damit du so ein bisschen den Zusammenhang erkennen kannst. Das heißt, ihr könnt mit diesen LED-Bars gleichzeitig nochmal euren Raum erweitern. Das heißt, ob ihr 2 kauft, ob ihr 4 kauft, ob ihr 6 kauft und euch die überall in alle Ecken hin sozusagen hinklebt, euer System erweitert sich dann automatisch mit dem LED-Backlight und der Box gleichzeitig über den ganzen Raum. Das heißt, alles, was aus dem Fernseher kommt, ob Gaming, Musik oder andere Geschichten, Video, Spielfilme, geht dann lichtmäßig über den ganzen Raum und ihr habt sozusagen so eine Art virtuelles Erlebnis, was euer Fernsehbild nochmal in den ganzen Raum direkt reinträgt. Ihr könnt euch auch Lichtschläuche an die Decke bauen. Es gibt auch nochmal passende Lichtschläuche bei Lytmi dazu. Und dieses Zubehör kostet nochmal extra, glaube ich, um die 90 Euro. Ich habe es mir aber direkt dazu bestellt, weil ich es einfach cool finde, wenn sich das Ganze nochmal so ein bisschen erweitert. Und du hast hier natürlich auch eine App, wo du dann die ganzen Geschichten steuern kannst. Schade ist natürlich, dass jede einzelne LED direkt ansteuerbar ist. Das heißt praktisch, du kannst jetzt nicht beide gleichzeitig über einen Befehl steuern. Du hast alle Befehle links oder alle Befehle rechts auf der LED-Bar und ich zeige euch das mal. Das heißt praktisch, du kannst jetzt hier einfach mal verschiedene Lichtmöglichkeiten hier einstellen. Du hast wirklich alles von Musik, Romantik, wer das im Schlafzimmer aufbauen möchte, Gaming, Film und so weiter und so fort. Verschiedene Lichtmodis, wo du jetzt dann die Farben einstellen kannst, die du hier haben möchtest. Oder halt verschiedene Farbstufen, wo du einfach hier rüber gehen kannst und das Licht dann sozusagen an deine Raumtemperatur anpassen kannst. Oder du gehst halt dann direkt in die verschiedenen Bewegungsmodi. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die dir vorgeschlagen werden. Und die kannst du natürlich dann synchron auf beide Apps hier raufbringen. Und dann haben sie sozusagen den Wackeleffekt auf beiden Seiten. Aber wie gesagt, das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja, wenn man das alles zusammen verbindet mit dem Fernseher bzw. TV-Gerät, Monitor beim Gaming und hat dann sozusagen im Raum alles fantastisch angesteuert und es wackelt und bewegt sich komplett, ist schon fast eine kleine Gaming-Disco. Aber ich finde, dadurch unterscheidet sich wirklich dieses Lytmi-System von anderen Systemen, weil du hier echt eine Menge erweitern kannst und natürlich schon beim Standard 2,1 in Sachen HDMI bist. Das geht bis zu 8K hoch, bis zu 4K 120 Bildern. Auch für den Gamer sehr interessant, dieses System. Wie natürlich anfangs schon erwähnt, du kannst es über diese Leiste hier hinten direkt anbringen, wo du möchtest. Du hast einfach nur den Adapter, den du hier direkt einschiebst. Dann hast du die Folie, mit der du das dann überall verkleben kannst, entweder an der Schrankrückseite oder
an der Wand, an der Decke, hinterm Schrank, je nachdem, wo du möchtest. Das ist multifunktionell einsetzbar. Das muss nicht stehen, das kann auch quer bzw. hochkant irgendwo angebracht werden. Und das ist, wie gesagt, eine schöne Sache, wie ich finde, kostet nochmal extra 90 € dazu, also quasi zu den 220 bis 250 € vom LED-Backlight musst du dann nochmal diese Summe mit einkalkulieren. Aber wer so richtig Fun haben möchte in seinem Gaming Room bzw. in seinem Schlafzimmer, Wohnzimmer, der kann das wirklich mit diesem System tun und du kannst es wirklich von Stück zu Stück erweitern. Und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Denkt dran, alle Links hier direkt in meiner Videobeschreibung, wer da nochmal richtig nachlesen möchte. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Anschauen, sage Tschüss, bye bye und winke winke und sehr gern bis zum nächsten Video.